Mittendrin in der Natur. Mittendrin im Studio. Schön, Mario. Hallo, servus, grüß euch. Wie geht's? Ist gut? Super, heute haben wir... Als Kind, ich habe so Dirigenten nachgemacht, imitiert. Ja? Und dann bin ich zu meinem Bruder damals gegangen und habe gesagt, du Bruder, wie heißt dieser Mensch, der den Film dirigiert? Da hat er mir gesagt, das heißt Regisseur. Ich bin Regisseur und Filmproduzent und seit neuestem bin ich ein Öko-Koordinator. Filme machen, das ist also Teamarbeit und es ist eine Idee, es ist eine Vision, die dann letztendlich zu einem Ergebnis wird, das man dann auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm sieht. Und dieser Prozess ist einer der spannendsten Prozesse der Welt. Ich bin derjenige, der sich sozusagen um die Budgets kümmert, um die Administration, um das Personal. Ich entscheide sozusagen, wer die einzelnen Filmproduktionen, welches Team quasi wo besetzt wird und so weiter. Und als Regisseur führe ich also die Regie bei einer Filmproduktion. Also ich dirigiere mehr oder weniger oder orchestriere die gesamte Filmproduktion. Das ist eigentlich mein Job. Schon als Kind wollte ich unbedingt Filmemacher sein. Ich habe also als Schüler Filme schon Preise bekommen, sowohl in Österreich als auch im ehemaligen Jugoslawien. Also mit 16 war ich schon also freier Mitarbeiter des österreichischen Rundfunks. Und ich habe dann nach 13 Jahren Fernsehen, ich habe mich dann selbstständig gemacht und bin jetzt über 20 Jahre selbstständig. Das heißt, ich bin in der Filmbranche schon seit mehr als 30 Jahren. Wir haben sehr viel gemacht. Wir haben auch einen Spielfilm produziert, sehr viele Dokus, sehr viele Meldungen, sehr viele, also auch Werbefilme, auch also Präsentationen, auch Animationen, auch Erklärvideos. Also die Palette ist wirklich riesengroß. Und das Spannende ist, dass jedes Projekt ist irgendwie anders und es muss anders orchestriert, neu orchestriert werden. Und da kommt jetzt dieses Know-how, diese Erfahrung, die Talente, da kommt jetzt alles zusammen und wird dann zusammengeführt. Und da so entstehen immer wieder neue Symphonien. Ich lebe in zwei Welten, mittendrin. Hier ist die eine Welt, das ist das Filmstudio. Wir sind in Wien, in Österreich. Aber da gibt es auch eine zweite Welt, die ist 800 Kilometer weiter weg. In der Natur, auf einer Farm mit sehr vielen Tieren. Und da bin ich der Öko-Koordinator. Hallihallo, wir befinden uns jetzt in Südosteuropa, in Südostserbien, 20 Kilometer entfernt von der bulgarischen oder EU-Grenze. Wir nennen es hier die Grafschaft. Film heißt Storytelling in Wirklichkeit, also Geschichten erzählen. Ja? Und das Leben schreibt auch Romane. Und wir befinden uns hier in einer Gegend, wo es sehr viele Geschichten, sehr viele Legenden, sehr viel Mystik gibt. Und eine dieser Legenden ist dieser weiße Drache, der diesen Berg schützt. Und dieser weiße Drache war vorher schwarz. Er wandelt sich mit der Zeit um und wird weiß und er fliegt weg. Ein Mensch, der versucht jetzt in der neuen Etappe des Lebens Einklang mit der Natur zu finden und in der Natur zu leben. Die erste Idee war Dirigenten imitieren, so hat es angefangen. Und dieses Dirigieren geht jetzt weiter. Also mein ganzes Leben ist eigentlich eine Art Regie führen. Aber das, was sich jetzt im Film- oder im Medienbereich also abspielt, das ist ja etwas, sagen wir vor allem also im fiktionalen Bereich, mit Fiktion also verbunden. Es ist sozusagen eine Art Fake. Es ist nicht wirklich. Wir simulieren die Wirklichkeit in dem Sinne. Die Filmstudios sind halt, sie haben eine Wand. Ja, sie haben nicht jetzt, das sind keine richtigen, sagen wir, Häuser. Ja. Und hier kommt diese Komponente, die eigentlich gefehlt hat. Hier ist alles echt. Ja. Also hier geht es darum, Regie zu führen aus einem verlassenen Stück Land. Wie kann man das beleben? Die Häuser sind echt, da leben die Menschen. Wir haben auch wirkliche Straßen gebaut. Große infrastrukturelle Maßnahmen sind hier erfolgt.
Wir haben wirklich eine Wasserpipeline hier, eine ganz große, 1,5 Kilometer lang haben wir hierher gezogen. Wir haben quasi auch ein eigenes Wasser, aber das ist dann knapp. Und die Regie sozusagen, wie kann man hier dieses Stück Land beleben, damit jetzt hier die Leute aus der ganzen Welt kommen, damit hier auch Leute leben. Ja? Das ist jetzt eine neue Art der Regieführung und das ist etwas, was mich auch sehr sozusagen reizt und ist so etwas wie ein Upgrade, ja? Quasi von der bisherigen Tätigkeit. Das Lebensmotto und die Philosophie würde ich so beschreiben, es ist die Freude, etwas gemeinsam zu schaffen. Die Zukunft, ich denke, die liegt in der Natur, in den Dörfern, am Land, im organischen Essen und in einer neuen Form einer Mikrogemeinschaft.